Willkommen Leute zu meinem ersten, Geldverdienen-Video hier auf meinem Kanal. Es geht um die Webseite Swagbucks und ihr habt bestimmt auf dieses Video darauf geklickt, weil ihr Swagbucks vom Hören und Sagen schon kennt, euch aber nicht anmelden wollt und natürlich wissen wollt, ob man dort auch wirklich Geld verdienen kann. Ich sage jetzt noch nicht, ob man damit schnell und sicher Geld verdienen kann. Aber ich will aber auch nicht um den heißen Brei herumreden, deswegen sage ich euch jetzt gleich, auf was ihr achten müsst, wenn ihr überhaupt Geld verdienen wollt. Also, zuallererst, Swagbucks kennt ihr ja. Also, wenn ihr euch angemeldet habt, habt ihr hier oben rechts ein Benutzer-Icon, wo ihr dann Einstellungen öffnen könnt und sonstige Aktivitäten, alles drum und dran. Dann hier an der Seite könnt ihr auswählen. Dieser Tab ist auf jeden Fall der wichtigste für euch. Dort findet ihr Umfragen, die am meisten Swagbucks-Punkte geben. Wie gesagt, das Lohnendste für euch ist auf jeden Fall, oder sind auf jeden Fall die Umfragen in der Antwortkategorie. Jetzt wollt ihr natürlich Geld verdienen, ja. Ihr wollt ja nicht nur wissen, wie viele Punkte man bla 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 bekommt, sondern lohnt es sich. Also, ein Swagbuck-Punkt umgerechnet ist 1 Cent. Das heißt, wir haben jetzt hier auf dem Konto mit 28 Swagbucks-Punkten 28 Cent. Ich muss sagen, dafür, dass man teilweise länger braucht, um Punkte zu bekommen, ja, ist es eigentlich relativ aufwendig, die Umfragen zu machen. Selbst wenn man dann auch nochmal Videos nebenbei anschauen kann oder irgendwas shoppen kann. Also wer viel im Internet shoppt, für den könnte die Shoppen-Kategorie auf jeden Fall Gewinn oder nicht Gewinn bringen, sondern Verlust verringernd kann diese Kategorie sein. Das heißt, wenn ihr viel Geld ausgebt durch Idealo oder Galeria Kaufhof beim Online-Einkauf, dann könnt ihr halt euren Verlust ein bisschen reduzieren. Aber es ist nicht so, dass ihr Profit macht. Ähm, Profit macht ihr eher in dem Sinne, also Profit ist ja sozusagen das, was ihr ausgebt und das, was ihr einnehmt und dann davon die Differenz, die euch bleibt. Ja, das ist dann der Profit. Und das macht ihr eigentlich am meisten beim Antworten. Sagen wir mal so, der Betrag oder die Punkteanzahl, die ihr pro Minute dort bei den Umfragen bekommt, ist nicht viel. Und teilweise sind sogar die Umfragen zu 3/4 von mir beantwortet worden. Und auf einmal hieß es, ja, ihr Profil passt nicht zu unserer Umfrage. Und dann wurde die Umfrage abgebrochen. Oder wenn ihr unterwegs seid mit dem Handy, ihr habt irgendwelche Verbindungsstörungen und auf einmal heißt es, ja, Internet ist weg und die Umfrage ist auch weg. Wann war ich angemeldet in Swagbucks? Ich war vom 2. Februar 2019 bis zum 28. Februar 2019 angemeldet. Das heißt, einen Monat lang habe ich den ganzen Kram getestet. Ich habe insgesamt 2725 Swagbucks verdient und ich habe circa pro Tag 2 Stunden, 2,5 Stunden, 3 Stunden dran gesessen, also auch während der Arbeit in meiner Mittagspause habe ich mir gedacht, ja komm, bevor du jetzt hier dumm rumsitzt und in YouTube irgendwelche Videos anschaust, die dich eh nicht interessieren, machst du mal auf Swagbucks ein paar Punkte. Wir können uns das jetzt mal ausrechnen, ja. Wir haben pro Wochenende, also ich habe jetzt zum Beispiel das Wochenende ausgelassen oder teilweise das Wochenende dazugenommen. Wir machen jetzt einfach mal, wir nehmen jetzt einfach mal nicht 7 Werktage oder 7 Tage die Woche, sondern wir nehmen einfach mal 6 Tage die Woche. Wir haben pro Tag 3 Stunden, das heißt 3 mal 6, ja, das haben wir eine Woche. Mal 4. Also haben wir 72 Stunden pro Monat, die ich jetzt hier aufgebraucht habe, um diese 2725 Swagbucks, also 27,25 € anzusammeln.
ich rechne euch jetzt erstmal aus, was ich jetzt in dieser Zeit an Euros verdient habe. Also wirklich den Stundenlohn, den ihr euch dann ausbezahlt. Also wir haben hier 72 Stunden, ja, entsprechen in dem Sinne 2725 Swagbucks, also 27,25 €. So, wir wollen ja wissen, was eine Stunde ist. Also machen wir ganz einfach einen Dreisatz. 72 durch 72 kommen wir auf eine Stunde, ne? Also müssen wir auch die 2725 Swagbucks durch 72 teilen. Da das auch Euros sind, können wir gleich die 27,25 € durch 42 teilen. Also 27,25 durch 72 komme ich auf einen Stundenlohn von, sagen wir mal, 38 Cent. Nee, lass uns mal lieber sagen 37 Cent. Leute, also da gehe ich einmal Gassi pro Tag und habe meine 15 Euro oder mache eine geringe Beschäftigung und habe meine 30 Euro, 40 Euro am Tagesende. Also für mich in meinen Augen, es hat sich in diesem Monat nicht gelohnt, ja, aber ich bin Erbsenzähler. Was heißt es? Ich nehme gerne das mit, was ich auch gemacht habe, und das zeige ich euch jetzt in meiner Historie. Und zwar also hier oben rechts könnt ihr dann auch nochmal Aktivität auswählen und dann seht ihr hier so die Aktivitäten aufgelistet, und das sind alle Aktivitäten, die ich bis jetzt durchgeführt habe. Und ja, hier seht ihr, ich habe mir einmal 5 Euro ausbezahlt. Jetzt müsste eigentlich schon bei euch das Gehirn Klick machen. Und zwar, warum bezahle ich 899 Swagbucks, also eigentlich 900 Swagbucks Punkte insgesamt für 5 Euro, und irgendwas stimmt doch da nicht. Ja? Das heißt, ich bezahle 9 Euro umgerechnet, um mir 5 Euro auszahlen zu lassen. Und das ist schon das, was ich an dieser Seite hasse. Ja? Wenn wir jetzt mal auf Rewards gehen, also auf Prämien, dann seht ihr, wir haben hier Amazon Gift Cards, also 5 Euro, auch für 500 Swagbucks. Ja, das ist umgerechnet 5 Euro für 5 Euro, ja. Das heißt, es ist eigentlich wirklich für die Leute, die auch online was ausgeben. Aber das heißt doch, ihr müsst erst was ausgeben, um diese Geschenkkarten zu nutzen, ja. Ich will aber nichts nutzen, oder vorerst ausgeben, sondern ich will einen reinen Profit haben. Ich will wirklich reines Geld, ohne was ausgeben zu haben, auf meinem Konto überwiesen haben. Und das geht, wie gesagt, nur durch PayPal. Ja. Und wie ihr jetzt hier schon seht, PayPal-Guthaben 5 Euro für 900 Swagbucks Punkten. Also das ist wirklich eine Verschwendung von 4 Euro. Also ihr werft 4 Euro zum Fenster raus, nur um euch 5 Euro zu überweisen. Das heißt, ihr habt gerade mal, ja, wir rechnen das Ganze jetzt nochmal aus. Also, wir haben jetzt 72 Stunden, ja, für 15 Euro auf dem PayPal-Account. Und damit ihr auch seht, also ich habe hier einmal eine Auszahlung, die zweite Auszahlung und die dritte, hier seht ihr, hier war andauernd, also jedes Mal, wenn ihr euch disqualifiziert habt, bekommt ihr einen Swagbuck-Punkt. Ja, und also hier, da ist die dritte Auszahlung gewesen, genau, ist 3 mal 899 Swagbucks Punkten, das heißt 3 mal 5 Euro ausgezahlt. Das seht ihr, okay, jetzt bin ich ausgeloggt worden, aber ihr seht auf jeden Fall in PayPal den Screenshot, den ich euch jetzt gleich zeige, dass ich bei meinen Aktivitäten in PayPal 3 mal mir 5 Euro überwiesen habe. So, das ist also wirklich kein Fake. Das funktioniert, aber wie gesagt, von der Sinnhaftigkeit der ganzen Sache würde ich das Ganze nicht mehr machen. Ich muss auch nochmal eine Betonung drauf geben. Ich weiß, ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, wie es ist mit dem Finanzamt. Ob ihr das so einfach machen dürft. Ich meine, das sind geringe Beträge, die werden dem Finanzamt, glaube ich, erstmal nicht so auffallen. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass ihr das auf jeden Fall machen sollt, damit ihr das Geld beim Finanzamt vorbeischleusen könnt, ja. Ich will es euch auf jeden Fall nicht raten.
Aber informiert euch da nochmal im Internet und dann könnt ihr das Ganze machen. Also wie gesagt, Anmeldung ist kostenlos. Ihr könnt direkt mit Umfragen beginnen. Ihr müsst natürlich vorher euer Profil ja, ausführlich ausfüllen mit irgendwelchen Fragen. Und ich will ja auch gar nicht wissen, wo meine Daten überall hingeflossen sind und meine ganzen ausgefüllten Umfragen. Also ich muss sagen, für die Zeit, die man braucht, jetzt um 15 Euro zu verdienen, hat es sich nicht gelohnt. Und das war mein Endfazit. Macht euch eine eigene Meinung und probiert es einen Monat lang aus. Wenn es zu stressig wird, Leute, lasst es einfach. Ihr habt genügend Möglichkeiten, noch irgendwie anders Geld zu verdienen. Aber setzt euch keinem Stress aus. Also, damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend und viel Spaß. Ciao, ciao.